Los geht's. Hallo liebe Welt, wir sind Tedda und Etu. Wir widmen unser Leben der Kunst und wir arbeiten daran, davon leben zu können. Heute ist die Folge der Suche. Wir suchen Produzenten, wir suchen Magier und wir suchen einen verloren gegangenen Track. Und bei all der Suche haben wir vielleicht noch eine faustdicke Überraschung für euch. Los geht's. Wir leben gerade von relativ sparsamen Aufträgen und wurden dabei auch neulich richtig unschön über den Tisch gezogen. Und die Sorge ums liebe Geld, die macht dann schon ziemlich Druck. Just dieser Gemengelage, quasi die Piemont-Kirsche auf der Sahne, auf der Torte obendrauf, der Dunkelheit, die dunkle Kirsche. Ist der Laptop gestorben, auf dem dieser Song drauf ist. Ich hatte gerade bahnbrechende für mich Ideen, um weiterzukommen. Ja, das durfte ich dann nochmal machen mit dem, an was ich mich erinnerte. Und es ist natürlich wieder ein bisschen anders geworden und vielleicht ein bisschen besser, vielleicht ein bisschen schlechter. Ich werde es nicht mehr erfahren. Und da liegen unsere Nerven dann schon manchmal ein bisschen blank bei allem, was wir gerade so riskieren, um das irgendwie möglich zu machen, was wir uns für unser Leben wünschen. Das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass die kreative Welt und die raue Geldverdienen-Welt ständig miteinander interferieren. Irgendwann ist das Fass halt mal voll und dann ist es sehr schwer, noch differenziert zu denken. Input-Ende. So. Und Output-Ende. Und Output-Ende. Input-Ende und Output ist schon lange Ende. Aber gerade nach solchen Turbulenzen ist die Stille ganz besonders schön. Wenn man hier sitzt, in dieser sehr holzigen, friedlichen, alle Möglichkeitsräume aufmachenden Stille. Und wenn man dann aus dem Fenster guckt, wo die Natur einfach so ihr Ding macht und die Wolken einfach durchziehen und die Sonne wieder rauskommt und überall noch der Regen auf den Blättern glitzert, dann kann man den Frieden in sich selber auch ziemlich schnell wiederherstellen. Und wenn man nun mal in einer sehr schnellen digitalen Welt lebt und ständig irgendwelchen Anforderungen gerecht werden muss, weil man selbstständig ist und Dienstleister und ständig irgendwer irgendwas von einem will, dann ist es eben manchmal ein bisschen schwerer und dauert vielleicht einen Moment länger. An all die da draußen, die ausgehen und Dinge tun. Wenn ihr irgendwie Freitagabend platt seid von der Woche, ja, und ihr überlegt euch, gehe ich jetzt noch irgendwo hin? Eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock mehr. Und dann ruft euch aber eine Freundin, ein Freund total euphorisch an und sagt, ey, du musst unbedingt da hinkommen. Und so ähnlich ist es bei uns auch. Den Schritt müssen wir irgendwie ständig machen. Uns zu überzeugen, dass selbst in einer desolaten Situation dass man echt tolle Sachen machen kann. Und wisst ihr was? Oft genug passiert genau das. Kurz nach Situationen, die uns erschüttert haben, die wir nicht mehr konnten, hat sich das in einer enormen kreativen Ladung entladen. Ich hatte so einen kleinen Moment in meinem Song You Be Looking. Die Idee ist so verdammt einfach, dass ich vielleicht nur in diesem Zustand geistiger Umnachtung da drauf gekommen bin. Los geht's. Los geht's. Es geht jetzt los. Ganz einfache Moll-Pentatonik-Idee. Kein fancy Shit. Aber es kommt halt immer drauf an, in was man es einbettet. Dann habe ich noch ein paar Flächen drüber gelegt. Very White, Reminiscence, Wawa-Landschaften. Und dann war das Ding geritzt. So hört sich das an, wenn sich Sachen auf einmal lösen. Tedda, hast du gemerkt, ich habe mit dem Whammy-Pedal eine Oktave nach unten drauf gehauen und halt quasi zweifach die Bassspur gedoppelt. Weil das klingt einfach richtig für mich und das macht extrem viel Groove. Jetzt ist es viel voller. Das stimmt. Kriegt mehr Boden unter den Füßen. Als wäre da jetzt so ein Smaragd-Fußboden unter den Song verlegt worden. Ja, siehst du das? Das sind die Gitarrenspuren, die davor waren. Keine davon ist mehr aktiv. Ah. Das klingt sehr interessant. Das klingt fast wie unter Wasser. Naja, das ist ein Hall- und Wah-Pedal.
Und ich. Halber Pedal und ich. Danke, mein Schatz, das bedeutet mir viel. Jetzt wird doch ein richtiger Song raus. Das war vorher auch schon ein Song, aber jetzt wird der langsam perfekt. Was will ich damit sagen? Es ist nie so ausgemacht, dass selbst nicht in dunklen Zeiten, dass da nicht wieder ein schönes Nachtschattengewächs blüht. Cool. Das kam unerwartet. Vorgestern dachte ich noch, ach du Scheiße, gestern dachte ich, vielleicht kann ich es lösen. Und heute habe ich es gelöst. Zeige ich irgendwann mal später. Vielleicht. Man kann irgendwie sehr viel Zeit darauf verwenden, sich zu erzählen, wie blöd alles ist. Aber es ist ja nichts davon gewonnen, wenn wir diesen Gedanken vertiefen und den sich vermehren lassen. Sondern wir sagen, tschüss, Gedanke, wir machen einfach weiter. Und in dem Machen, ohne viel Denken, in dem Machen liegt dann die Chance, dieses besagte Nachtschattengewächs zu blühen zu bringen. Nun ist es mit den Pflanzen ein bisschen so wie mit uns Menschen. Wenn uns äußere Einflüsse zu schaffen machen und uns ärgern, dann werden wir insgesamt anfälliger. Dieses Jahr ist auch noch die Witterung schwierig. Und jetzt haben wir hier so ein paar Sorgenkinder, die mit Mehltau zu tun haben. Und Mehltau ist leider auch noch ansteckend. Das heißt, wenn man ihn entdeckt, muss man auch relativ schnell handeln. Und wir haben ein natürliches Mittel angesetzt, mit dem wir ihm zu Leibe rücken. Und jetzt geht es daran, die Gurken zu retten. Bei Gurken hört der Spaß auf. Gurken haben für immer einen besonderen Platz in meinem Herzen. Denn die Alternative wäre nur noch, die Pflanzen ganz rauszureißen und zu entsorgen, damit sie die anderen nicht mehr anstecken können. Hoffen wir mal, dass sie es schaffen. Daumen drücken. So, auf geht's. Erst mal gucken, ob sie überhaupt was macht. Okay, wir laufen. Ich komme zu mir, wenn ich in der Musik versinken kann. Und Teddy kommt zu sich, wenn sie schreibt oder liest. Ein Buch, zu dem ich immer wieder zurückkehre, vor allem wenn ich vielleicht gerade ein bisschen mehr Frieden in mir selbst finden muss, ist David Copperfield. Nicht der Magier, dieser David Copperfield war definitiv schon früher da. Und zwar seit, sowas müsste man jetzt wissen, ne? Irgendwann ab 1840. Es ist ja eine Lebensgeschichte und sie beginnt vor der Geburt des Protagonisten, also David Copperfield, und macht dann einen kleinen Sprung und setzt wieder ein bei seinen ersten Erinnerungen an seinen glücklichen Kindertagen und wie sie dann irgendwann nicht mehr ganz so glücklich waren und wie sich dann eine ganze Lebensgeschichte entspinnt. Es hat immer diese Haltung von Zuversicht, trotz allem, trotz aller dunklen Stunden, die es vielleicht gibt. Sie sind schlimm, wenn man sie erlebt. Im besten Fall wächst man daran, lernt daraus und geht gestärkt weiter und schafft sich seine eigenen Quellen des Friedens, zu denen man immer wieder zurückkehren kann, wächst immer weiter in seine eigene Persönlichkeit hinein. Und ich würde dann jetzt mal einen seiner kraftspendenden Orte aufsuchen und euch dabei mitnehmen. Ich sah mich nach allen Seiten um und ließ meine Augen über die öde Ebene, über das Meer und den Fluss schweifen. Aber nirgends konnte ich ein Haus entdecken. Nicht weit von uns, auf einer kleinen Anhöhe, erblickte ich wohl ein schwarzes Boot, eine Art ausgedienter Barke, aus der ein Stück eisernes Rohr als Schornstein herausragte und sehr gemütlich rauchte. Aber sonst war nichts da, was nach einer Wohnung ausgesehen hätte. »Es ist doch nicht das dort?« fragte ich. »Das Ding, das wie ein Schiff aussieht?« »Jawohl, Master Davy«, antwortete Han.
Ich glaube, wenn es Aladins Palast gewesen wäre oder das Ei des Vogels Rock, hätte ich nicht entzückter sein können, als über den romantischen Gedanken, hier wohnen zu dürfen. Als nach dem Tee die Tür fest zugemacht war, denn die Nächte waren kalt und neblig, erschien mir das Haus als die prächtigste Unterkunft, die menschliche Einbildungskraft ersinnen kann. Den Wind draußen auf dem Meere brausen zu hören, zu wissen, dass der Nebel sich über die trostlose Ebene ausbreitete, in das Feuer zu sehen und zu denken, dass kein Haus weit und breit außer diesem da sei und dass dieses eine ein Schiff war. Das wirkte wie Zauberei. Und ich weiß nicht, wie es kommt, warum so oft gerade ein unbedeutsames Bild an einem Namen am längsten haften bleibt. Nie höre oder lese ich den Namen Yarmouth, ohne an einen gewissen Sonntagmorgen am Strand erinnert zu werden, wo die Glocken in der Kirche läuteten, die kleine Emily sich auf meinen Arm stützte, Ham nachlässig Steine ins Wasser warf und die Sonne draußen über dem Meer mühselig durch den dicken Nebel drang und die Schiffe sich uns so undeutlich zeigten, als wären sie ihre eigenen Schatten. Was sitzt denn da für ein süßer Meerjungfrau? Und macht das ja auch einen richtig guten Klassiker aus, dass er eine gewisse Zeitlosigkeit hat und man was daraus mitnehmen kann, egal wann und wo man ihn liest. Die gesellschaftlichen Missstände, die er indirekt auch dadurch anprangert, dass er sie so lebensnah beschreibt, dass man mitleidet und man sagen möchte, mein Gott, ändert doch was, es muss doch nicht so sein. Vielleicht habt ihr ja Lust, wenn ihr es noch nicht gelesen habt, mal in die Bücherei zu gehen oder in die Buchhandlung und einfach mal ein paar Seiten anzulesen und der Sache mal eine Chance zu geben. Einer kleinen schönen Sache, der wir jetzt eine Chance geben wollen, ist der kleine Soundtrack zu unserer Doku. Das ist das, was ihr die ganzen Folgen im Hintergrund hört. Diesen Soundtrack, den ich geschrieben habe, damit er die Folgen begleiten kann, haben wir jetzt einfach mal veröffentlicht. Der Soundtrack ist da. Der Soundtrack hat euch lieb. Ihr könnt den Soundtrack auch lieb haben. Es gibt ihn auf allen Plattformen des Vertrauens. Uns ist vor allem wichtig, dass er euch Freude macht. Ihr könnt es umsonst hören. Wenn es euch richtig gut gefällt, könnt ihr natürlich auch was in das Sparschwein werfen. Also ihr könnt es auch erwerben. Sagen wir es mal so, wie es ist. So ein Streamingpreis pro ein Stream. Da kriegt man noch nicht mal die Holzgabel für die Currywurst dafür. Wahrscheinlich ist die Holzgabel in etwa 100 Streams wert. Davon mal abgesehen essen wir gar kein Fleisch. Und um das noch ein bisschen einzuordnen, kommt jetzt hier nochmal das Vergangenheits-Etu aus der Vergangenheit zurück in die Zukunft und erklärt euch, wie das eigentlich alles gekommen ist mit diesem Soundtrack. Matze. Ein weiterer schöner Sommernachmittag und ich sitze am Computer. Cut. Aber das ist okay, weil ich mache das ja für ein höheres Ziel. Und für ein höheres Ziel lässt man auch schon mal einen Sommernachmittag liegen oder vielleicht auch 3/4 der Sommernachmittage. Verbringe endlose viele Stunden damit, Sachen zu hören, darüber nachzudenken, neu anzuordnen und so weiter und so fort. Immer auf der Jagd nach der passendsten Idee für die 3 Sekunden, an denen ich gerade arbeite. Es gibt einfach Sachen, die verschränken sich besser mit dem, was schon da ist, als andere. Und ich muss ja dafür Sorge tragen, dass sich alles miteinander verschränkt. Jede Instrumentengruppe, jedes Instrument. Dafür müssen halt ein paar Ideen über die Klippe springen. Und da habe ich mir gedacht, dachte ich, das ist ja schade, Mensch. Deswegen gehe ich den Kalkfelsengang runter zum Strand und sage, Mensch, Ideen, das tut mir total leid. Ich nehme euch wieder mit hoch. Aus diesen Ideen mache ich jetzt neue Songs. Somit dürfen die Ideen weiterleben und atmen und dürfen vielleicht der einen dem anderen Freude machen. Das Tolle ist, dass diese Tracks auch schon eine kleine Brücke bauen zu den tatsächlichen Tracks, aber in eine vollkommen andere Richtung gedacht. Die DNA ist immer da, aber das Drumherum ist vollkommen anders. Falls ihr denkt, die beiden quatschen sowieso viel zu viel, besonders der komische Typ mit dem Stirnband, dann gibt es auch da noch eine gute Nachricht, weil ihr könnt die Songs nicht als Hintergrundmusik, sondern in Gänze auf Spotify hören. Wenn wir alles richtig gemacht haben, dann gibt es dazu einen Link unter dem Video oder hier im Bildschirm.
ich werde jetzt Produzenten recherchieren. Das ist irgendwie so meine Aufgabe für Zwischentür und Angel geworden. Immer dann, wenn ich mal ein paar Minuten Zeit habe zwischendurch, dann schaue ich mir Produzenten im Internet an. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal, aber wenn man nun mal keine Produzenten persönlich kennt und auch niemanden kennt, der einen kennt und nicht gerade in Berlin, Hamburg, Köln, München oder einer ähnlichen Medienstadt sich aufhält, bleibt eben nur das Internet, um jemanden zu finden, der vielleicht zu uns passt oder zu dem wir passen. Und da spielen dann doch so viele Faktoren eine Rolle bei der Suche. Ganz simpel, wo ist eigentlich das Studio? Kommen wir dahin? Vor allem kommen wir dahin ohne Auto, weil wir haben ja keins. Dann, worauf hat sich dieser Produzent oder diese Produzentin eigentlich spezialisiert? ProduzentInnen sind eben auch nur Menschen und haben Dinge, die sie besonders gerne oder besonders gut machen. Manche Menschen arbeiten besonders gerne mit Bands. Manche Menschen haben sich auf Klassik spezialisiert, mit akustisch wahnsinnig toll ausgemessenen Räumen, wo da die klassischen Instrumente mit ihren Resonanzkörpern besonders gut zur Geltung kommen. Wiederum andere arbeiten mit komplett analogen Effektgeräten. Und wiederum andere haben ihr Studio in irgendeinem Gewölbekeller oder in alten Kirchenräumen oder sowas, wo dann Singer-Songwriter oder kleine Ensembles bestmöglich aufnehmen können. Es gibt alles. Und ich kann jetzt nur versuchen, mit einer guten Vorabrecherche das irgendwie einzugrenzen. Dann muss man sich kennenlernen und schauen, ob man zusammengeht. Aber so weit ist es noch nicht, weil erstmal muss ich jemanden finden. Und während ich jetzt suche, erzählt euch Etu mal, warum wir überhaupt einen Produzenten suchen. Kann man sich ja auch mal fragen. Ich wurde gerade angerufen von einer gewissen Teda Efari, die will irgendein Interview über irgendwelche Produzenten. Keine Ahnung, was das jetzt schon wieder für eine Nummer ist, aber da gehen wir jetzt mal hin. Bevor ich Teda getroffen habe, hatte ich eine echt kindliche Vorstellung zugegebenerweise, was es bedeutet, einen richtigen Feinschliff von irgendwas zu machen. Sprich, ich habe ja jetzt alles Mögliche selber getan, was man tun kann, und habe meine eigenen Rough Mixes. So, der Rough Mix ist halt eine Stufe vor dem professionellen Mixen. Na, dann kam meine liebste Teda und hat gesagt, ja, das hast du toll gemacht, aber wenn wir alles als Zwei-Frau-Mann-Show machen, dann brauchen wir an irgendeinem Punkt Unterstützung. Und der Punkt ist, das, was ich mir nicht auch noch in einer überschaubaren Zeit selber beibringen kann, die technische Produktion. Die Sachen von, ich nenne es mal herzblutigen Garagenproduktion auf ein Niveau hebt, die dann auf allen Medien, egal was es ist, CD, Autoradio, MP3-Player, Streaming, auf gleich hoher Qualität klingen lässt. Also ist es quasi auch eine Kunstform. Und das ist der Punkt, bei dem wir uns Hilfe holen werden, weil ich habe ja selbst noch einige Kreativbaustellen zu lösen, und mit all dem, was wir ins Rollen bringen und nach vorne bringen wollen, kann ich mir das nicht so selbst beibringen, dass es dem Anspruch, den ich habe, Genüge tragen würde. Muss ich ja auch nicht, weil es gibt Leute, von denen man lernen kann. Die man zwar bezahlt dafür, aber dann ist man klüger danach. Das heißt, alles, was ich mir beigebracht habe, das Verschachteln von verschiedenen Spuren miteinander und welches Gewicht welches Instrument hat, das mache ich natürlich, während ich arbeite. So, das läuft parallel. Wenn man all dieses Wissen nicht hat, was Toningenieure haben, die Frequenzen auch richtig anzuordnen und auch Frequenzen zu eliminieren, die nicht klingen sollen, die sowieso keine Information haben und so weiter und so fort. Wenn man das alles nicht weiß, so wie ich, dann wundert man sich. Ich habe immer gesagt, das klingt irgendwie ein bisschen blechern. Das hat nicht wirklich Fundament. Als ich das dann festgestellt habe, dass ich doch nicht so viel machen kann, wie ich dachte, musste ich natürlich auf die Suche gehen nach jemandem, der versteht, wo ich hin will. Ich suche ständig nach dem richtigen Ausdruck dafür. Die Sachen, die da sind in dem Klangraum, ne? Wenn ihr euch einen großen Raum vorstellt und da steht irgendwie alles irgendwo rum, man arrangiert das so, dass sie miteinander schwingen. Es ist einfach nur eine Frage, welche Wellen wo im Raum erklingen. Wenn ich eine bessere Erklärung habe, sage ich Bescheid. Das muss genauso zusammenfinden wie die Tatsache, dass man sich menschlich einfach extrem gut verstehen muss, wenn man mit der Musik arbeitet, und dann ist es ja naheliegend, dass man sich auch so eigentlich ganz gut riechen kann. Man muss dem anderen auch total vertrauen. Wir müssen mal den Eddie jetzt anrufen, den du so schön rausgesucht hast. Is it the time now? It is the time now. It's time for a change. We make a phone call good. And then it all starts tomorrow or so. Oh yes, then, Yes. then let's go. Indeed.
Jetzt entscheidet sich ziemlich viel. Wenn er das nicht sein sollte, dann fangen wir nochmal von ganz vorne an. Haben ja noch ein paar auf der Liste. Eigentlich sind es nur 3. Und einer hat sich schon disqualifiziert. Ja, dann sind es noch 2. Also 50-50 Chance jetzt. Das Glas ist halb voll. Was hat dir an ihm besonders gefallen? Wirkt sehr bodenständig, würde ich sagen. Wenn man sich Produzenten anschaut und man hat das Gefühl, rein subjektiv, da wird sich sehr viel mit den Künstlern geschmückt, die man produziert hat, oder da stehen dann die ganz großen Namen, super flashy auf der Internetseite und alles ist irgendwie total, wir machen dich groß und bla. Das klingt nicht nach jemandem, den wir suchen. Das klingt nach ziemlich viel Ego. Man kann natürlich alles täuschen, aber intuitiv würde ich mich wohler fühlen mit jemandem, dem mir zumindest seine Internetseite den Eindruck vermittelt, dass es ihm um das Handwerk geht. Einfach darum, die Musik zu machen, egal von wem, egal ob Weltstar oder kleine lokale Folkband oder irgendwas. Hauptsache, das, was am Ende als CD dabei rauskommt, ist halt gut. Jemand, der sich mit irgendwem schmücken will, der würde uns ja sowieso nicht nehmen. Hallo, wir sind hier, um deine Statistik nach unten zu ziehen. Hast du Lust drauf? Jetzt kommt die Wunschliste. Der intuitiv versteht, was das eigentlich soll. Wie das klingen soll, wie das zusammenfinden soll, auch wenn noch nicht alle Teile da sind. Ich glaube, dieses Verständnis ist voll das Wichtigste. Neben natürlich Verlässlichkeit und Vertrauenswürdigkeit. Wenn du sagst, er muss es verstehen, was du da gemacht hast, darin ist ja implizit enthalten, dass er dann auch eine Meinung dazu hat. Wenn er das versteht und durchdringt und weiß, was du da willst, dann muss er ja zu jeder einzelnen Fragestellung im Prinzip eine Meinung haben. Sowas wie, okay, wenn du das und das willst, dann stört aber das und das. Oder wenn du da und dahin willst, dann musst du auf jeden Fall das und das weglassen und das brauchen wir noch oder was auch immer. Und das muss er sich trauen, zu sagen. Er muss das für sich selber auch so klar haben. Das ist voll wichtig, weil wir das ja selber wissen, dass es oftmals ja gar nicht gewünscht ist, dass man eigenen Input als Dienstleister gibt, sondern dass man einfach nur tut. Deswegen würde ich ja differenzieren zwischen Künstler und Dienstleister. Ein Künstler kann auch Dienstleister sein, das schließt sich ja gar nicht aus. Aber was ist sein Selbstverständnis? Also sieht er sich mehr als Dienstleister, der sich anhört, was du alles willst und sagst, okay, mache ich dir alles, mache ich so fertig, hier bitteschön Produkt, danke, tschüss. Mit Schleifchen. Mit Schleifchen, meinetwegen. Oder ist er Künstler in dem Sinne, dass er sagt, nee, ich widerspreche dir, ich sehe das nicht so. Wenn du diese Produktion auf dem Niveau haben willst, dann ist das aber noch nicht ausreichend dafür. Ja. Weil das braucht es noch. Super, wenn du mithörst, weil ich ja mich viel mehr auch darauf konzentrieren muss, dass ich irgendwie alles anspreche. Und den zeitlichen Rahmen und so und was möglich ist und wir das eintakten können, in welchen Intervallen wir das machen können. Was eigentlich überhaupt nochmal aufgenommen werden muss und was ausreichend ist von den Sachen, die ich gemacht habe und wie das überhaupt funktioniert so, weil er wahrscheinlich ja gar nicht mit Logic arbeitet, so wie ich. Pro Tools ist Industriestandard, würde mich wundern, wenn er mit was anderem arbeitet. Naja, wenn er schon lange da drin ist und das scheint er ja zu sein, dann wird er das wohl höchstwahrscheinlich nutzen. Na los, bevor wir uns jetzt ganz ausquatschen, noch ein paar Energiereserven fürs Telefonieren. Hast du schon Münzen reingesteckt? Kurbel noch. Weiß ich kurbel hier. So, ist jetzt aufgeladen? Ich hab keinen Groschen. Hast du einen? Ich habe noch 5 Pfennige. Obwohl, wir haben doch noch diese Taler aus Entenhausen. Die können wir doch nutzen. Ach du. Na gut, dann mal los. Eddie? Ja, große Ereignisse werfen ihre kleinen Schatten voraus. Es gibt natürlich noch eine riesige Geschichte hinter der Geschichte und wie die weitergehen wird, das erzählen wir euch demnächst. Bevor ich jetzt ansetze und das mache, worauf ihr alle wartet, möchte ich vor allem eins sagen. Herzlichen Dank an alle von euch, die uns bisher abonniert haben. Es ist kein Witz. Jedes Mal, wenn eine Abonnentin oder ein Abonnent dazu stößt, dann nehmen Tedda und ich uns in den Arm und wir strahlen uns an und sagen, ja! So, und das ist das, was in unseren 4 Wänden passiert. Wir sehen jeden Einzelnen und jede Einzelne von euch und
ihr wisst, dass wir gerne uns mit euch austauschen und dass wir da sind. Uns macht es unglaubliche Freude, mit euch in Kontakt zu kommen. Und natürlich Woche für Woche wieder eine so eine wahnwitzige Folge zu veröffentlichen. Also Folgendes. Ich habe ja letztes Mal gesagt, wir haben dieses super Abo-Angebot. Ne? Also ihr abonniert den Kanal und kriegt diese Glocke. Jetzt ist es so, ich habe ja gesagt, das ist ein einmaliges Angebot, aber wie der Zufall es so will, sind tatsächlich noch Glocken übrig vom letzten Mal. Also, you know the drill. Wenn ihr diese Glocke für euch haben wollt, dann müsst ihr sie jetzt drücken. Die Glocke. Und es ist so ein bisschen wie mit Aladdin und der Lampe. Wenn ihr die Glocke drückt, erscheinen wir wieder. Wir freuen uns auf euch. Bis nächste Woche, Freunde. Macht's gut und bleibt gesund. Aber, nee, okay. Nicht in Bildern verrennen, Vom Arrangement her. Vom Arrangement? Von, Oder Fondue-Arrangement? du bist so ein Oldie. muss man sich, also ich, auch muss, damit der Song reifen kann und wachsen, boah, jetzt ist aber der Wurm drin. Wir müssen... Jetzt hast du mich rausgefragt. Ich habe Maus. nichts gemacht, Doch. außer zu gucken. Genau. Nur geguckt. Hallo. Gute Reise.